So, wieder mal Hyundai i30N, Upgrade Turbolader. Ach ne, ist der falsche, warte, mach nochmal neu. Schon wieder Hyundai i30N. Tja, viele von euch denken wahrscheinlich, Mann, mach doch mal endlich hier ein RS6-Video, 1000 PS oder R8. Kommt alles irgendwann. Aber aktuell sind wir halt beim Hyundai dran. Relativ neues Fahrzeug, wir sind da immer noch mit der Entwicklung zugange und es kommen fast jede Woche neue Teile. So, heute geht es um Turbolader. Wie ihr sicherlich in den anderen Videos schon gesehen habt, ich bin immer so ein bisschen damit mit dem Serienlader nicht so ganz zufrieden, dass dem im oberen Drehzahlbereich recht früh die Puste ausgeht. Liegt einfach daran, dass der Lader ein recht kleines Verdichterrad hat. Jeder Lader lebt vom Ansprechverhalten und jeder Lader ist auch immer nur ein Kompromiss zwischen Ansprechverhalten und maximaler Leistung. Wenn wir jetzt also einfach riesengroße Räder reinmachen, kann der Lader zwar viel Leistung oben raus, aber das ganze Ansprechverhalten bei dem Motor machen wir kaputt. Und der Hyundai lebt eigentlich davon, ein super Ansprechverhalten zu haben. Deswegen wollen wir hier gar nicht so viel am Turbolader verändern. Wir machen jetzt in dem ersten Versuch machen wir einfach nur ein etwas größeres Verdichterrad rein. Es ist alles nochmal fein gewuchtet und die Abgasseite lassen wir erstmal unverändert. Und um zu gucken, wie das Ganze funktioniert, werden wir noch auf der Abgasseite vor Turbine von 2 Zylindern werden wir hier noch ein Löchlein bohren und ein Gewinde reinschneiden und da werden wir einen Nippel reindrehen. Und da können wir dann zum Beispiel den Abgasgegendruck messen. Ja, wir können dann Abgasgegendruck messen. Ich mache hier mal hier ich habe hier so eine kleine Edelstahlspirale, die wird dann hier festgeschraubt und dann können wir außen einen Silikonschlauch draufstecken, können dann bei uns am Leistungsprüfstand den Abgasgegendruck messen. Abgasgegendruck ist deswegen wichtig. Ich habe ja einmal mit meinem Mitteldruck packe ich ja einmal Leistung in die Kurbelwelle rein. Also ich habe Ladedruck, dann kommt meine Verbrennung dazu und ich habe dann einmal Leistung, die in die Kurbelwelle reingeht. Und ich muss natürlich auch mit der Kurbelwelle den Kolben nach oben schieben, um das Abgas rauszupressen. Und damit entnehme ich dem Motor wieder Leistung. Ich nenne das immer Ausschiebearbeit, sage ich da immer zu. Ja? So, und dieses Verhältnis von Leistung, die ich in die Kurbelwelle reinpacke, zu Leistung, also diese Ausschiebearbeit, die ich habe, das muss immer in einem gesunden Verhältnis stehen. Ansonsten schiebe ich nur heiße Luft durch den Motor und habe aber keine Leistung, die ich an die Kurbelwelle abgeben kann. So, ein gutes Beispiel haben wir zum Beispiel Opel Z20 LET. Der Serienturbolader hat einen sehr kleinen Krümmer. Und zwar hat der in dem Bereich hier vor der Turbine einen ziemlich kleinen Querschnitt. Und da ist halt das Problem, man kann nur einen bestimmten Ladedruck in einem gesunden Bereich fahren, weil alles, was darüber hinausgeht, bringt keine Mehrleistung mehr. Ich habe zwar mehr Luftmasse, ja, viele Leute, die irgendwie auf der Straße nur abstimmen und die sich irgendwelche Upgrade-Lader bauen, die sagen, ja, ich habe jetzt aber so und so viel Leistung. Ja, wie kommst du denn da drauf? Ja, ich habe 50% mehr Luftmasse. Ja, aber Luftmasse ist kein Indiz für vernünftige Leistung. Ja. Ich kann also speziell beim Opel, bei dem 2 Liter LEH-Lader ist ein wirklich super Beispiel. Man kommt an einen Punkt, da macht man ein bisschen mehr Ladedruck und es gibt keine Leistung mehr. Und das liegt einfach daran, ich sag mal, ich packe jetzt mit 0,2 bar mehr Ladedruck, packe ich 50 PS mehr in die Kurbelwelle rein, aber ich entnehme der Kurbelwelle auch 50 PS Leistung, indem ich den Kolben nach oben schieben muss. Weil er geht nämlich auf der Abgasseite nicht mehr durch. Ich komme irgendwo an einen Punkt, da geht der Abgasgegendruck, der steigt exponentiell an. Und das heißt, die Leistung, die ich vorne auf der Frischluftseite reinpacke, die kommt auf der Abgasseite, die klaue ich dem wieder. Das heißt, ich habe plus minus 0. Habe also keine Mehrleistung, aber ich habe viel mehr thermische Belastung für den Motor. Und da kann man besser hingehen, ein bisschen weniger Ladedruck fahren. Ich habe ein besseres Spülgefälle im Motor, weil das Abgas besser aus dem Brennraum rauskommt. Also Spülgefälle heißt immer, ich habe wenig Restgas im Zylinder und dadurch kann ich dann einfach mal hingehen und ein bisschen mehr Zündung fahren. Und dann läuft der Motor direkt viel effizienter und ich habe auch mehr Leistung mit relativ wenig Ladedruck. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Diesen Nippel, den wir hier reinmachen, den werden wir auch noch für Abgastemperaturmessung nehmen. Warum so ein langer Sensor? Der Sensor misst nur an der Spitze, den kann man auch nicht einkürzen. Aber wenn ich den hier drin habe, kann ich den schön in alle Richtungen biegen und kann das Kabel aus dem heißen Temperaturbereich rausbringen, sodass das Kabel nicht wegschmort. Und dann können wir auch mal die Abgastemperatur messen. Ja, hier könnt ihr nochmal das Verdichterrad im Detail sehen. Das ist also nur ein bisschen größer als das Serienrad. Ist so ein Billetrad aus dem Vollen gefräst. Worauf es bei so einem Turbolader auch immer ankommt, ist das Spaltmaß zwischen der Verdichterkontur und dem Rad. Ne? Und da sieht man hier halt, das Spaltmaß sollte wirklich irgendwo so um die 2-3 Zehntel sein. Und das sollte auch nicht nur oben passen, sondern das sollte auf der kompletten Kontur passen. Und viele Leute, die so hobbymäßig Turbolader machen oder die das nebenbei als Gewerbe machen, die gehen halt immer hin, die haben keinen Bock auf Reklamationsfälle, ja, und dann machen die halt das Spaltmaß ein bisschen größer, damit das Rad auf gar keinen Fall das Gehäuse berührt. Und dann haben wir immer das Problem, damit ist der komplette Verdichter eigentlich
uneffizient. Also man muss dann viel mehr Drehzahl aufbringen, um den gleichen Ladedruck, um die gleiche Luftmasse zu bringen. Und das heißt wieder, um den gleichen Ladedruck zu bringen, muss ich wieder auf der Abgasseite viel mehr Energie reinstecken. Und dann habe ich wieder mehr Ausschiebearbeit im Motor. Damit arbeitet der komplette Turbolader uneffizient. Deswegen immer darauf achten, vernünftiges Spaltmaß muss man haben, auf der kompletten Kontur gesehen. Und das sieht man auch immer auch schon auf dem Prüfstand, ob der Lader vernünftig anspricht. Wenn wir jetzt einen schlecht gebauten Lader haben mit großem Spaltmaß, ja, dann ist immer so, der Lader kommt unheimlich spät und oben raus bringt er keine Leistung. So, hier kann man nochmal die Abgasseite sehen. Abgasturbine haben wir Serie gelassen. Ganz einfach aus dem Grunde, ich möchte das Ansprechverhalten von dem Lader nicht kaputt machen. Man kann später noch hingehen, könnte man zum Beispiel entweder Cutbacks auf die Turbine machen, da bin ich jetzt aber nicht so der Riesenfreund von. Das heißt, die Turbine wird außen ein bisschen abgeschliffen, damit die weniger Abgasgegendruck hat. Aber ich möchte erstmal die Turbine Serie lassen, deswegen messen wir hier auch den Abgasgegendruck und dann gucken wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Wir wollen im oberen Bereich so 40, 50 PS mehr holen im Vergleich zur Serie. Und solange die Abgasturbine da noch keine Probleme macht, möchte ich die auch gerne unangetastet lassen. Ja, das waren erstmal vorab unsere Informationen zu unserem ersten Stage 3 Lader, den wir hier verbauen werden. Ich bin gespannt, wie der funktioniert. Wichtigstes Indiz für mich, wie gesagt, ist immer Abgasgegendruck. Da kann man sehen, ob die Abgasturbine auch immer noch groß genug ist oder ob das alles zu klein ist auf der Seite. Da müssen wir vielleicht irgendwann hingehen und einen größeren Abgaswellenläufer reinmachen. Aber ich bin da guter Dinge. Wir probieren das jetzt erstmal so aus und dann werdet ihr zusammen mit uns sehen, wie das ganze Ding funktioniert. Wir werden natürlich auch im Prüfstand dann die Software dementsprechend anpassen müssen. Müssen mit der Ansteuerung vom Lader ein bisschen herum experimentieren. Aber ich glaube, so viele Änderungen werden da gar nicht notwendig sein. Weil, wie gesagt, an dem Lader ist nur die Verdichterseite ein bisschen größer und der Rest bleibt erstmal unangetastet. Der Kunde holt den Lader jetzt gleich ab, wird den einbauen und dann machen wir die Tage mit dem Video weiter, wenn das Auto wieder am Prüfstand steht. Ja, der Lader ist jetzt zwischenzeitlich eingebaut worden. Wir haben das Auto schon am Prüfstand festgespannt und wir zeigen euch jetzt eben kurz, was wir hier an Messsensorik verbaut haben, womit wir nachher Abgasgegendruck, Ladedruck messen wollen. Und wir haben sogar noch am Ladeluftkühler, vorm Ladeluftkühler einen Druckanschluss angebracht. Da können wir den Differenzdruck messen, also im Prinzip den Druckabfall über den Ladeluftkühler. Hier ist nämlich ein Wagner Ladeluftkühler eingebaut und da wollen wir euch auch mal zeigen, wie gut der funktioniert. Ja, hier unten könnt ihr die Verschraubung sehen. Also hier unten im Krümmer haben wir eine Edelstahl-Klemmverschraubung reingeschraubt. Da können wir nachher die Abgastemperatur messen. Ja, der Anschluss hier ist für den Abgasgegendruck vor Turbine. Da können wir den Gegendruck messen. Der wird jetzt hier oben einfach reingesteckt. Wir haben hier oben vorgefertigte Drucksensoren drin, die alle am Prüfstand angeschlossen sind. Hier vor haben wir können wir den Ladedruck messen an dem Anschluss. Das ist also unser Saugrohrdruck nach Drosselklappe. Und hier neben haben wir den Ladedruck. Da haben wir noch einen Ladedruckanschluss vor dem Ladeluftkühler gemacht, weil wir ja zwischen Ladeluftkühler bis zur Drosselklappe einen Druckverlust haben. Und den Druckverlust können wir mit einem Differenzdrucksensor messen, der auch hier oben eingebaut ist. Ja, beim i30 müssen wir natürlich erstmal wieder die Batterie ausbauen, bevor wir hier anfangen können, weil ich muss danach noch die Software vorbereiten. Und das ist natürlich alles wieder mit Zeitaufwand verbunden. Also schnell Batterie raus, Steuergerät raus, Software eben ändern und dann machen wir eine Messung. Ja, ich sitze mittlerweile wieder im Auto. Wir haben den ein bisschen auf Temperatur gebracht. Ich suche jetzt hier aus meinem Diagnosegerät noch ein paar Kanäle raus, die ich mitloggen möchte. Ich fahre jetzt das Gebläse noch eben hoch und ich bin mal gespannt, was hier so bei rumkommt. In das Fahrzeug ist mittlerweile übrigens schon eine neue Kupplung reingekommen. Die war ja im letzten Video mit dem Flexrohr, war ja die Kupplung am Rutschen. Also wo der Lader jetzt getauscht wurde, haben wir direkt die Kupplung mitgemacht. Und los geht's. Sah soweit nicht verkehrt aus. Abgasgegendruck habe ich gesehen im oberen Drehzahlbereich, da geht er schon ein bisschen hoch. Müssen wir uns gleich mal auf dem Diagramm angucken. Ja, 341 PS, 54 Newtonmeter. Jetzt gucken wir mal Ladedruck unten rum. Also Lambda war schon mal super. Ja, untenrum ist der Ladedruck ein bisschen niedrig. Aber was schon mal sehr gut ist, das Ansprechverhalten sieht aus wie Serie. Also unten raus macht er noch ein bisschen wenig Ladedruck, da werde ich gleich nochmal die Ansteuerung vom Lader ändern müssen.
Wenn wir jetzt ein paar Läufe machen, würde über Adaption würde der den Ladedruck wieder hochziehen, aber ja, normalerweise sollte das direkt von vornherein machen. Also wenn jetzt Leute sagen, ja, morgen läuft das Auto besser, der Steuergerät muss sich erst adaptieren, ist totaler Schwachsinn. Wenn sich was adaptieren muss, dann ist die Software nicht gut. So, 345 PS, 460 Newtonmeter. Aber wir fahren unten raus auch nur 1,1 bei Ladedruck. Also da gehe ich gleich nochmal ran. Oben raus fahren wir jetzt bei 6000 auch 1,1, 1,2. Also der Lader kann auf jeden Fall richtig was. War jetzt gar nicht so verkehrt. Erste Messung 345 PS. Ja, zwischenzeitlich ist schon wieder ein Tag vergangen. Ich habe hier mehrere Versionen auf dem Steuergerät aufgespielt und getestet. Sind nach und nach immer mit dem Ladedruck weiter hochgegangen. Ich habe jetzt hier eine Version drauf gespielt, wo wir wirklich mal den Lader aufs Letzte ausquetschen. Dann können wir euch mal zeigen, was der Lader wirklich an Ladedruck oben raus kann. Und dann, wenn wir das nachher auswerten, dann können wir den Abgasgegendruck uns mit angucken. Dann wird man dann wahrscheinlich auch sehen, dass mehr Ladedruck nicht unbedingt immer nur von Vorteil ist. Die Version testen wir jetzt einmal, dann machen wir jetzt nochmal einen Lauf. So, hier auf dem Live-Graph, da können wir gleich auch während der Fahrt direkt Ladedruck und Abgasgegendruck sehen. Den werten wir nachher aber auch nochmal gesondert aus. So, die Version soll jetzt hier so 1,5 bei Dauerdruck machen bis Drehzahlende. Ja, wenn ich die Messung jetzt starte, wird der Screen einmal resettet. Und dann, wie gesagt, könnt ihr live die Verläufe vom Ladedruck und Abgasgegendruck sehen. Der Ladedruck ist die rote Kurve, Abgasgegendruck ist die blaue Kurve. Ja, das sieht noch ein bisschen wild aus, aber jetzt sieht man, wie sich das verhält. So, Abgasgegendruck habe ich schon gesehen, der ging bis auf 2,8 bar hoch. Und mehr als 2,5 möchte ich nicht fahren. Dann werden wir nachher im Bereich so ab 5.500 Umdrehungen noch ein bisschen den Ladedruck reduzieren. Ich lege gleich aber noch mal die Kurven übereinander und dann können wir uns noch mal in Ruhe angucken. So, 358 PS. Machen wir direkt noch eine Messung hinterher. So, wie gesagt, rote Kurve, Ladedruck, blaue Kurve, Abgasgegendruck. Da könnt ihr mal sehen, wie der sich zeitlich verhält. Ja, der Ladedruck ist erst ein bisschen drüber und der Abgasgegendruck kommt dann hinterher. Und ist jetzt schon drüber. Ja, jetzt haben wir sogar einen Peak von fast 3 bar Abgasgegendruck. Das ist natürlich zu viel. Ja, ich habe das schon mal erklärt. Man muss mal gucken, ich muss dann mit dem Kolben das Abgas aus dem Motor rausschieben. Und wenn ich dann 3 bar Abgasgegendruck im Krümmer habe, entnehme ich dem Motor oder der Kurbelwelle natürlich dementsprechend viel Leistung. Also der Motor läuft uneffizient. Ich habe ein schlechtes Spülgefälle, der Motor neigt zu klopfen, die Abgastemperatur geht auch hoch. So, 362 PS, 363 knapp. Das ist bis jetzt die beste Messung, die wir haben. Aber man sieht obenrum schon, die Kurve wird so ein ganz klein wenig zappelig. Da kann man eigentlich schon erahnen, dass der Motor da in die Klopfregelung schon leicht reinläuft. Okay. Ja, hier noch mal kurz zur Erklärung. Die blaue Kurve ist die Messung, die wir gestern als erstes gemacht haben, mit der ersten Version mit relativ wenig Ladedruck, mit dem neuen Lader. Und die grüne Version ist jetzt irgendwie, ja, ich habe fast 20 Läufe mittlerweile gemacht. Das ist jetzt die Kurve, wo wir also 1,5 bar Dauerdruck fahren wollen. Hier unten werde ich auch nachher diese 1,5 bar fahren. Da haben wir schön unsere 500 Newtonmeter. Viel mehr möchte ich nicht machen wegen der Kupplung. Interessant ist der obere Bereich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier so mir bei 6.500 was raussuche, ja, da haben wir einmal 340 PS mit 1,18 bar Ladedruck und 357 PS mit 1,39 bar Ladedruck. Also ich fahre also hier 0,2 bar mehr Ladedruck mehr, habe nur 17 PS mehr. So, und jetzt zeigen wir mal, jetzt wird es eigentlich interessant, jetzt gucken wir uns mal den Abgasgegendruck an. So, und da ist es nämlich interessant. Also ich habe hier 0,2 bar mehr Ladedruck und der Abgasgegendruck ist um ein halbes Bar angestiegen. Ja. Und hier oben geht er sogar fast Richtung 3 bar hoch. Also da sind zwar sogar 0,7 bar mehr
bei 0,25 bar Ladedruckdifferenz. Und hier oben haben wir gerade nochmal 15 PS Unterschied. Und ich sage euch ganz ehrlich, da verzichte ich lieber auf 10, 15 PS und weiß aber, der Motor läuft um einiges gesünder. Ja, also wir machen hier so eine Abstimmung irgendwie so auf 344, 350 PS. Ja, ist immer so 350 PS, werden wir nachher rauskommen. Und ich werde bis 5.500 Umdrehungen werde ich meine 1,5 bar fahren, weil dann sind wir nämlich hier bei 2,4 bar Abgasgegendruck. Und danach werde ich mit dem Ladedruck langsam runtergehen, sodass der Abgasgegendruck hier wirklich nicht über 2,5 bar geht. Weil da weiß ich, wir bewegen uns im gesunden Bereich. Und leistungsmäßig werden wir hier oben nicht mehr viel verlieren. Also wir werden uns da irgendwo bei 350 PS nachher bewegen. Und hier unten haben wir auch schon 352 PS. Ne? Ja, so viel erstmal dazu. Ich mache jetzt gleich noch eine Version, im Prinzip die finale Abstimmung mit ein bisschen weniger Ladedruck oben raus, damit wir uns so im Bereich 2,5 bar Abgasgegendruck bewegen. Wer mehr als 350 PS fahren möchte, da werden wir dann eine Laderversion machen mit einer größeren Abgasturbine, weil wir ansonsten nicht den Ladedruck in einem gesunden Bereich halten können. Ja, eine Sache habe ich ja noch fast vergessen. Wir haben ja hier auch einen Wagner-Ladeluftkühler verbaut. Uns hat ja immer interessiert, wie der Druckverlust am Ladeluftkühler ist bei so einem Umbau. Und deswegen hatten wir den Differenzdruck gemessen. Also wir messen einmal den Ladedruck vorm Ladeluftkühler und dann den Ladedruck nach Drosselklappe. Und der Druckverlust, also ist im Prinzip die Differenz zwischen den beiden Werten. Den kann ich hier auch noch mal eben zeigen. So, machen wir mal hier unseren Differenzdruck rein. Und da haben wir jetzt hier bei 6.500 Umdrehungen schon 150 Millibar Druckverlust, also 0,15 bar gehen auf der Ladedruckstrecke schon verloren. Da werden wir mit Sicherheit noch mal irgendwann eine Messung nachschieben mit dem Serienladeluftkühler, damit wir dann einen direkten Vergleich haben. Ja, das Gebimmel hier kann ich leider nicht ausschalten. Das kommt von der offenen Motorhaube. Abgasgegendruck, seht ihr, der geht bis auf 2,4 bar sogar nur hoch. Genau so wollte ich das haben. Schieben wir gleich direkt noch 1, 2 neue Messungen hinterher. Oh, haben wir schon ein bisschen was verloren oben raus, ne? Da muss ich noch mal einen hinterher schieben. Ja, eigentlich kann ich da sogar mit dem Ladedruck wieder ein bisschen hochgehen. Weil wir ja nur bei 2,4 bar Abgasgegendruck sind, also irgendwo so ein gesundes Mittelmaß. Bei 2,5, maximal 2,6, denke ich mal, können wir machen. Aber hier kann man schön den Unterschied vom Abgasgegendruck sehen, seht ihr? Ist hier oben raus ein halbes Bar weniger. Gut, da haben wir aber auch jetzt fast 20 PS verloren. Dann machen wir noch eine neue Version. Die allerletzte Messung machen wir jetzt noch einmal ohne Deckel oben drauf. Können wir im Prinzip eine Kaltluftzufuhr oder wie auch immer mit simulieren. Gibt ja auch umgebaute Kästen oder Ansaugen, die unten offen sind, wo ein Schlauch nach unten geht. Meiner Meinung nach bringt das alles nichts, weil die Serienansaugung schon sehr, sehr gut ist. Wir haben sogar hier schon mal einen anderen Luftfilter reingemacht. Ich glaube, das waren ein paar PS weniger sogar. Ja, waren sogar ein paar PS weniger als mit dem Originalfilter. Also das ist eine riesen Papierpatrone hier, Papierfilterpatrone. Also ein Vlies ist das. Die hat eine riesengroße Filterfläche. Also besser kann man das schon fast nicht machen. Also jetzt nochmal letzte Messung in offenem Kasten. Und ja, vielleicht bringt er ja 5 PS, aber ich glaub nicht dran. Vielleicht vertue ich mich ja auch und dann bringt wirklich Leistung. Ist auf jeden Fall lauter. Den Lader hört man jetzt mal richtig. Abfahrt. Bringt nichts. Also nichts kann ich jetzt nicht sagen, ist 1 PS, aber den 1 PS haben wir hier hinten als Peak. Wenn ich hier mitten in eine Kurve gucke, ja, ist mal, ja, war hier vorher mal 2 PS mehr. Also ich sag mal, das ist Messtoleranz. Ansaugung bringt hier bei dem Auto gar nichts. Liegt aber einfach daran, weil die Serienansaugung wirklich sehr, sehr gut ist. So, zum Abschluss nochmal eine kleine Zusammenfassung hier. Das ist jetzt unsere finale Abstimmung. Ich fahre so im mittleren Bereich 1,5 bar Ladedruck
Oben raus zum Drehzahlende so um die 1,25. Ja, genau. Abgasgegendruck zeige ich euch auch nochmal. Da wollten wir ja unter 2,5 bar bleiben. Ja, da sind wir sogar hier bei ja, knapp 2,4, 2,5 ist hier ganz am Ende, wo er anfängt zu ballern. Da kommen ja die Fehlzündungen im Krümmer. Können noch mal eine Messung nach vor zeigen. Gut, da sieht man hier oben schon, sind schon irgendwo 10, 12 PS Unterschied. Na, kurz vom Drehzahlende fast gar nichts mehr. Aber hier in dem Bereich haben wir schon irgendwo 10 PS Unterschied. 0,1 bar, 0,13 bar Ladedruckunterschied. Aber hier fast ein halbes bar Abgasgegendruckunterschied. Und das habe ich ja erklärt, möchte ich auf keinen Fall haben. So, deswegen lassen wir jetzt unsere letzte Version. Ich lege jetzt noch mal kurz eine Kurve, also wir schalten wir wieder oben auf Drehmoment. Dann legen wir noch mal eine Kurve drüber mit Serienturbolader. So, hier Messung mit Flexrohr, war die letzte Messung mit Flexrohr, da war die Kupplung am Rutschen. Also haben wir hier unten so einen kleinen Schlenker drin von der rutschenden Kupplung. Aber man sieht schön Ansprechverhalten hier vom Ladedruck wie Serie. Und im oberen Bereich, sagen wir jetzt mal 6000 Umdrehungen, ja, fahre ich 0,35, 0,36 bar mehr Ladedruck. Und wir haben hier 35, 40 PS mehr. Also zum Drehzahlende hin, wenn ich jetzt ganz zum Schluss gucke, sind wir bei 43 PS, 44 PS, die ich mehr habe. Und das, was mich am Serienlader immer gestört hat, ist so die Charakteristik hier, 4.500 Umdrehungen, maximale Leistung und danach wird die Kurve flach, da kommt nichts mehr. Hast so ein bisschen, ja, ich sag mal jetzt mal, Dieselcharakteristik ist eigentlich schon ein bisschen böse. Und jetzt haben wir bis Drehzahlende, steigt die Leistung schön weiter an. Es wird ja immer nach Messung gefragt, 100, 200. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal, wenn wir das Auto vom Prüfstand abgebaut haben, eine Messung 100, 200 auf der Straße machen. Die werde ich aber ohne Kamera machen, weil der Kai wiegt mir ein bisschen zu viel. Sieht es wahrscheinlich nicht sofort direkt, aber ich bin Ernährungscoach und... Ja, da muss er selber lachen. Da werden wir euch gleich nochmal zum Ende des Videos einen Screenshot von der Draggy-Box nachliefern. Ich habe überhaupt keine Idee, wie schnell so ein Auto ist. Also ich gehe mal, keine Ahnung, 12 Sekunden, 13 Sekunden. Also Serie liegen die bei 18 Sekunden. Ist jetzt wirklich nicht berauschend. Da mache ich sogar mit meinem T6-Bus, da fahre ich 16 Sekunden mit 400 PS. Da gucken wir mal alle doof. Ja, ich bin mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden. Wir haben also hier 500 Newtonmeter, 350 PS, das ist für einen i30N schon ordentlich. Wer natürlich mehr Leistung will, da kann man natürlich noch eine Version mit einem größeren Turbolader nachschieben, wo wir die Abgasseite auch ein bisschen vergrößern. Da wird aber wieder nachher die Frage sein, ob wir untenrum ein bisschen Ansprechverhalten verlieren. Und der Lader oder das Auto lebt ja auch immer vom Ansprechverhalten. Also ich sag mal, Fuß auf dem Gas, wie schnell der Ladedruck sich aufbaut. Wenn man da so einen trägen Lader hat, dann macht das Auto irgendwie keinen Spaß mehr. Klar, wenn der obenrum Punch hat wie Sau, ist toll, aber so ein, ich rate mal, speziell dieses Fahrzeug lebt vom Ansprechverhalten, weil man damit auf der Rundstrecke unterwegs ist. Und da möchte man nicht einen trägen Turbolader haben. Da verzichte ich lieber auf ein paar PS im oberen Drehzahlbereich, habe aber ein geiles Ansprechverhalten. Ja, ich baue jetzt das Auto wieder zusammen. Deckel vom Luftfilterkasten kommt drauf, Steuergerät müssen wir wieder zukleben, Batterie wieder raus, rein. Und wenn ihr Fragen zu dem Lader habt, stellt uns die in den Kommentaren, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank.